Unerbittliche Kämpfe an den Frontlinien. Tagelanges Ausharren in Schützengräben. Die Frontlinie wird von FPV-Drohnen regiert. Wir müssen jetzt alle 10 Meter Abstand halten, falls wir jetzt angegriffen werden. Sterben nicht alle 6. Wir wollen wissen, wie das Leben für die ist, die in den Stellungen ausharren müssen. Працювали так всі, весь ліс гудів. Grausame Kämpfe entlang der ukrainischen Frontlinien. Das zeigen Videos auf diversen Social-Media-Kanälen. Gerade sogenannte FPV-Drohnen machen den Soldaten das Leben zur Hölle. In den Schützengräben und Stellungen verschanzen sich beide Seiten. Es geht ums Überleben. Wir wollen wissen, wie geht es den Soldaten, die hier leben müssen. In Stellungen der Infanterie wollte uns niemand mitnehmen. Das Risiko ist zu groß. Die Drohnenangriffe haben immens zugenommen. Aber eine Einheit nimmt uns mit in ihre Artilleriestellungen. Es ist früher Morgen, als wir in das Auto der Soldaten steigen. Wir sind angespannt. Sie auch. What is the most dangerous part of the road now to getting there? Де тут небезпечно? Тому що дрони літають, воно все якби як на ладоні. Die Straße ist komplett glatt und es ist geschneit. Das heißt, wir können nicht so super schnell fahren, was gefährlich ist, weil wir dann nicht mit hoher Geschwindigkeit durch die quasi heiße Zone kommen, in dem potenziell Beschuss auf ein anfahrendes Auto kommen kann. Das heißt, die Fahrt in das Stellungssystem ist jetzt gefährlicher als sonst. Um uns herum sehen wir, was der Beschuss anrichtet. Das Dorf ist dem Erdboden gleichgemacht. Wir sind in der Region um Charkiw. Den genauen Ort dürfen wir nicht nennen. Nur so viel. Die russische Grenze ist gerade mal 7 Kilometer entfernt. Die russische Armee ist aber noch näher, denn sie ist auch hier auf ukrainisches Territorium vorgedrungen. Ми їдемо на позицію, де гармата стоїть. Я не буду називати, мабуть. Die letzten 200 Meter bis zur Stellung müssen wir laufen. Also, wir müssen jetzt alle 10 Meter Abstand halten. Jetzt sind die ersten 2 rein. Das ist jetzt eine typische Militärtaktik. Falls wir jetzt angegriffen werden, sterben nicht alle 6, sondern vielleicht nur 2. Die Umgebung dürfen wir euch aus Sicherheitsgründen nicht zeigen. Die Einheit hat Angst, dass ihr Gegner sie findet und beschießt. Wir kommen sicher in der Position an. Wir sind embedded mit der Einheit unterwegs. Können also nur zeigen, was sie uns zeigen. Das ist quasi Ihr Schlafraum, Ihr Schlaflager. Es ist jetzt noch kein richtiges Stellungssystem. Es sind einfach wirklich 2 Gebäude. Hier so ein altes Farmhaus. Aber das hier ist halt auch was viel Krieg bedeutet. Es ist nicht immer Schützengraben. Es ist viel besetzte Häuser. Und das hier ist auch in der Form Teil eines Stellungssystems. Mozart ist der Kommandant der Einheit. Er hat uns heute hier hingebracht. Like, what kind of weapons are you operating here? Це насамперед італійські мілари і також М101 американські і М101 німецькі гармати. So after like now more than 1,000 days of war, like since the full-scale invasion, like how does that feel? Життя проходить. В общем, ми сумуємо. Ще раз повторюю, за домівками нам не вистачає спокійного життя, але іной раз ми розуміємо, що по-іншому ніяк. Тобто, скажімо так, поки ворог топчеться по нашій землі, ми скуті однією ціллю вибити їх звідси. Не завжди виходить, але ми кожного дня боремось, намагаємось. Immerhin ist die Stellung hier komfortabler als die Schützengräben, sagen sie uns. Sie leben hier in der Regel zu viert, Tage und Wochen lang, und kümmern sich auch um die zurückgelassenen Katzen. Und dann kommt der Einsatzbefehl. Jetzt muss alles schnell gehen. Der Schuss ist Routine für die Soldaten. 2-mal feuern sie. Dann geht es schnell wieder ins Versteck. Okay, wir müssen ganz schnell zurück. Die decken jetzt noch schnell zu.
Der Kommandant zeigt uns die Videos von ihrem Treffer. Alles läuft hier über Drohnenaufklärung. What exactly did you hit there? Я не думаю, я знаю, що там піхотні бліндажі піхоти противника. От. І туди же, чітко туди же прийшов второй розрив. And how is that for you to see the actual impact of the weapon? Це неповторні відчуття, коли ми знаємо, що русські страдають на наших землях. Це непередаваємо відчуття. Mitgefühl gibt es keins für den Gegner. Leiden müssen alle, die kämpfen. Auf beiden Seiten der Frontlinie wird gestorben. Со временем привикаєш, і воно вже відноситься як робота. Постоянно, обично, що на гражданці робота, що тут робота. Тільки на гражданці ти вдома вечором. Ні, ну тут як вдома, ну, А тут розумію, якраз що ти в гостях. Ну, Тут уже як мамка, папка вже тут. Кожен своє. Haben Sie Wünsche? менше погибших наших хлопців. Це саме приємне. Як найшвидше вибити ворога з наших територій та повернутися Мирного життя. до мирного життя, таке як було до цього. Dann müssen wir weiter. Jetzt müssen wir schnell wieder zum Auto zurückrennen, dass wir nicht aufgeklärt werden. Die Soldaten wollen uns noch eins ihrer Schützengrabensysteme zeigen. Okay, wir halten jetzt an. Hier kommt jemand mit einer Waffe auf uns zu aus dem Wald. Ich glaube, wir steigen aus. Gucken wir mal, wo wir landen. Er freut sich richtig, uns zu sehen. The dog is crazy, huh? Ja. Geht jetzt einmal runter. Jetzt geht es hier auf jeden Fall in das Grabensystem. Das ist auf jeden Fall ein ganz schön langes Tunnelsystem hier. Also, das ist ziemlich gut ausgebaut und man kommt ganz schön weit, unerkannt natürlich da durch. Man braucht hier teilweise eine Taschenlampe, weil es richtig dunkel ist und man stolpert ganz schnell über Sachen. Es ist super eng. Hier ist so ein kleiner Luftschacht, ein Ausguck nach oben. Das sieht man oft in diesen ganzen Videos, dass dann da die FPV-Drohnen Granaten reinfallen lassen. Also nicht so schön. Das ist jetzt wie so ein Schlafsack. Damit wird die Wärme drin gehalten. Und da gehen wir jetzt einfach mal rein und gucken, wie es drin aussieht. So, genau hier. Ich glaube, das ist sogar wirklich eine Tür. Acht Betten sind hier, also 8 Menschen können hier schlafen, wahrscheinlich im Notfall sogar noch mehr. Wir haben hier die ganzen Sachen an die Wand gehängt, die Gewehre hängen hier. Jacken, Schlafsäcke, ihre Schutzwesten, wenn sie sie gerade nicht anhaben. Im Schlafraum treffen wir auf Tyson. Er ist bereits seit 3 Jahren im Krieg und seit Wochen in dieser Stellung. До бою відстрілялися, поїли і отак цілий сутками. Можеш, як наступають, піхотів прикривати, то приходиться сутками робити. 2-3 часа, якщо вийде поспати, то і то добре. Ні, ну було всю неділю, мабуть, назад, то працювали так всі, весь ліс гудів. Бо хотіли прорватися. How is it for you to be so long away from your family, from your kids? Це теж важко. Жінка вже каже, давай вертайся, списуйся, а що ж списуйся? Брата ж не бросиш тут. Та й хлопці побратимів. Ти народилася, вже рік малої сповнилася, вона ж мене ні разу не бачила. Приїжджаю по формі, вона папа. Пішов форму, зняв, заходжу в кімнату, вона дядя. То зараз вже. То потім вже, як побув пару днів вдома, то приїхав, вже форму одягаю, вона на руки, папа, не їдь. Wann er das nächste Mal nach Hause kommt, weiß Tyson nicht. Wenigstens gibt es hier Internet, sodass er und seine Familie sich Fotos schicken können. Фото і все. Wir bekommen jetzt noch die Küche gezeigt. Тут ми готуємо їжу і їмо, якби. Зараз ось пан Андрій готує борщ, українську страву вкусненьку.
Und hier geht es noch in den Aufenthalts- und Raucherraum. Wir müssen aufs Klo. Ein guter Moment rauszufinden, wie das hier aussieht. So, jetzt waren wir in den ukrainischen Stellungen einmal auf der Toilette. Jetzt kannst du schnell gehen, kannst du alle mal filmen. Zurück in den Stellungen folgen wir den Soldaten zum Artilleriegeschütz. Тут у нас БК, щоб воно не мокло на вулиці. Ми його сюди заносимо, щоб була определена температура, щоб не дуже холодні були. Це у нас заряди такі здоровецькі. Die Geschosse werden vor allem genutzt, um feindliche Stellungssysteme und Artillerie sowie andere strategisch wichtige Ziele zu beschießen. Це наша іграшка, якою ми працюємо. Das, was er hier Spielzeug nennt, ist eine sowjetische 2A36 Giacind Kanonenhaubitze, die bis zu 40 Kilometer weit schießen kann. So, and how often are you using it? Like every day or? Буває кожен день, буває не кожен через день, буває через два. Все в залежності, як там на лінії фронту, що. How is that for you shooting with that towards the Russians? Улипка така здорова. Ну і дуже частенько ми підписуємо на снаряді чиєсь побажання і посилаємо їм. What kind of messages are you writing on the ammunitions, on the grenades? Ну, ось останні, коли були останні прильоти по Кривому Рогу, я з Кривого Рога, то ми посилали, що за наших дружин, за наше місто, за наших дітей. Ну, це ж останнє. Ну і, може, там матюків додав. Der Tödlichkeitsradius der Geschosse reicht bei Einschlag bis zu 60 Meter weit, der Splitterradius sogar bis zu 200 Meter. Nach dem Interview bringt uns der Soldat zurück zum Auto. Ja, also ihr seht, man kann hier sehr gut laufen. Und gerade ist hier alles ruhig. Aber ich mag mir gar nicht vorstellen, wie das ist, wenn hier drauf geschossen ist, wenn die unter Beschuss sind. Und alles umherum, die Erde vibriert, es donnert. Der Staub runterrasselt, die Erde, wie hier überall die runterrutscht. Und man dann wahrscheinlich einfach Angst haben muss, lebendig begraben zu werden. Und genau das haben wohl eben die russischen Soldaten erlebt, als wir den Ukrainern beim Schießen zugeschaut haben. So, jetzt haben wir es gleich wieder. Jetzt sind wir fast draußen. Jetzt nehmen sie uns noch mit ins Command Center, wovon die Befehle dann gegeben werden, die dann hier zu Beschuss führen, also dass die schießen oder an der Stellung davor. So, jetzt ab ins Auto und schnell weiter. Die Stille und die Dunkelheit im Graben wirken bedrückend. Das wird mir erst klar, als wir wieder die Weite der Landschaft sehen. Auch hier im Kommandozentrum müssen wir viele Anzeigen und Wände aus Sicherheitsgründen unkenntlich machen und verpixeln. Die Drohnen, die hier gerade fliegen, suchen nach Zielen für die Artillerie oder Drohnenangriffe. Wir sind jetzt hier im Kommandozentrum von der Einheit und hier kann man alles mitverfolgen, quasi was draußen passiert, also eben als auch geschossen wurde. Could you explain to us what we see here, what's happening here? Це ядро, так скажемо, батареї. Постійно онлайн, щоб ми бачили, куди ми влучаємо, і чітко змогли аналізувати там, або там потім вже там піхота йде, або ми там русські наступають, ми там відбуваємо, щоб ми. Letztendlich kann man schon sagen, dass hier ein Töten auf Knopfdruck stattfindet. Also die Menschen gehen natürlich nach vorne, die lassen die Drohnen fliegen, spotten das Ziel, dann schießt jemand mit einem Knopf oder vielleicht eher mit einem Seilzug an dem Geschütz und ja, trifft dann einen Menschen. Und dann sehen wir plötzlich russische Soldaten an der Front. У них ілі пересменка. Це недалеко від того місця, куди ми сьогодні працювали. Там, може, пара кілометрів від того місця. Was wir hier gerade sehen, ist die Ansicht von der Drohne, die unten eine Granate dran hat. Und die suchen jetzt gerade nach der Position, die man eben kurz gesehen hat, wo zwei russische Soldaten in eine Stellung gegangen sind. Und da wollen sie jetzt quasi die Granate fallen lassen. Ein Knopfdruck
und Menschen sterben. Wir haben heute erlebt, was es für die Soldaten heißt, Monate und Jahre lang im Krieg zu sein. Und dass Töten immer maschineller wird. In den nächsten Folgen Tristas aus der Ukraine nehmen wir euch mit auf eine Evakuierungsaktion. Also ich fange echt gerade fast an zu. Und zeigen euch das Nachtleben in der Frontstadt Charkiw. Und vieles mehr.